Gotteslob Nummer 505. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Angehörige, Verwandte des verstorbenen Bruders Heinrich, Klaas, liebe Trauergemeinde, nach der Trauerfeier und der Verabschiedung von dem verstorbenen Heinrich Klaas in der Friedhofskapelle sind wir hier miteinander versammelt und feiern wir diese Danksagung, die Eucharistie. Heinrich ist von uns am vergangenen Sonntag mit 81 Jahren zum himmlischen Vater gegangen. Der Apostel Paulus sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn bei Gott haben wir ein Bürgerrecht. Bei ihm dürfen wir nach unserem Tod zu Hause sein. Wir können nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes. In diesem Sinne lasst uns an dieser Auferstehungsmesse teilnehmen und für den verstorbenen Bruder Heinrich Klaas beten. Herr Jesus Christus, du hast unsere Schmerzen erlitten, unsere Krankheiten getragen. Du hast den Tod und das Grab mit uns geteilt. Herr, erbarme dich. Am dritten Tage bist du auferstanden von den Toten. Du wandelst alle Dunkelheit in Licht, alle Trauer in Freude, den Tod in das Leben. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist zum Vater heimgekehrt, um uns ein ewiges Zuhause zu bereiten. Du willst, dass wir uns in dir wiederfinden. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir glauben und bekennen, dass dein Sohn für uns gestorben und auferstanden ist. Im Glauben an dieses Geheimnis ist unser Bruder Heinrich Klaas aus unserer Familie, aus unserer Gemeinde gegangen. Wie er in Christus gestorben ist, so lass ihn auch durch Christus auferstehen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Brüder und Schwestern, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Trauerfamilie Klaas, liebe Trauergemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Wir lesen aus dem Brief des Apostels Paulus die Worte:
das er an die Gemeinde gesagt hat. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das sind eigentlich Lebensworte von Apostel Paulus. Worte für Tote und Lebendige gleichermaßen. Die einen rufen sie ins Leben, die anderen bestätigen sie darin. Kann man auch anders ausdrücken. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir wissen, dass Menschen sterben müssen. Man hört jeden Tag davon oder liest Todesanzeigen in der Zeitung. Und wir nehmen das hin und gehen zur Tagesordnung über. Man ist ja nicht selbst betroffen. Sobald es einen aber ganz persönlich angeht, wenn es der nächste Angehörige ist, der eigene Vater zum Beispiel oder Mutter, und sei er noch so alt geworden, oder die Mutter, der Ehepartner oder das eigene Kind. Wenn es ein Mensch ist, mit dem man verbunden war, den man gelebt und geschätzt hat, dann berührt einem der Tod, dann ist man selbst betroffen, ja vielleicht sogar schockiert. Ja, jemand, der einen lieb und treuer war, ist plötzlich nicht mehr. Er ist einem wie entrissen. Er fehlt und wir spüren schmerzlich den Verlust und die Lücke. Trotz allen Tränen und Verlust wissen wir, liebe Schwestern und Brüder, eins: Wir haben ein Ziel und dieses Ziel ist Gott. Von ihm kommen wir, zu ihm gehen wieder zurück. Und unser Weg ist kein Weg, denn wir sind nur, wie wir zum Eingang gesungen haben, Gast auf dieser Erde. Und unsere Heimat ist im Himmel. In der Eucharistiefeier, in der Präfation für die Verstorbenen, heißt es: Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Ja, so gesehen ist das Leben unserer Verstorbenen, aber auch unser eigenes Leben, wenn es einmal zu Ende geht, gar nicht beendet, sondern es findet seine Vollendung in Gott, wie Heinrich jetzt in seinem neuen Leben erlebt. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Herrn Heinrich Klaas, ihn wir heute in Dankbarkeit trauern, hat diese Worte Gottes immer in seinem Herzen bewahrt und so entsprechend gelebt. Er wurde in Esterwegen geboren am 27. August 1938
und hier aufgewachsen. Er war ein talentierter Mensch gewesen, verschiedenen Weise. Er hatte Güte und Wärme ausgestrahlt. Auch war er ein Ehrenmitglied des Schützenvereins Esterwegen, aber auch ein aktives Mitglied des Sportvereins Esterwegen. Wie ich in der Friedhofskapelle gesagt habe, er war ein talentierter, ein guter Fußballspieler gewesen. Viele im Dorf in dieser vergangenen Zeit, in den vergangenen Tagen von ihm gesprochen, das weiß ich. Und jeder hat mindestens einmal gesagt, ja, Heini war ein Freund des Sportvereins, ein guter Fußballer. Ja, als ein Mitglied der Arbeitsgruppe von Grauen Panda hat er sein ehrenamtliches Engagement ganz tief und klar und deutlich im Sportverein eingesetzt. Er war, wie er konnte, immer da gewesen, alles Sportverein und auch Gelände sauber gemacht und auch, wie er konnte, alles gut getan. Beruflich, wie wir alle wissen, war er im Bereich des Tiefbaus und die Montage und deswegen war er oft unterwegs. Und seine Arbeit, wie er konnte, hat er leidenschaftlich gemacht. Ja, nach langer, schwerer Krankheit ist er am vergangenen Sonntag von uns allen zum himmlischen Vater gegangen. Jesus sagt in seinen Abschiedsreden, wie wir eben aus dem Johannesevangelium her gehört haben: Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch einen Platz zu vorbereiten. Wenn ich gegangen bin und euch einen Platz vorbereitet habe, komme ich wieder und werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ja, unser verstorbener Bruder Heinrich ist jetzt auf seinem Weg in Gottes Ewigkeit. Wir wollen darum beten, dass er nun Ruhe findet und dass seine große Sehnsucht von Gott erfüllt wird, er bei Gott eine neue Heimat gefunden hat. Lasst uns weiterhin für ihn beten und auch sein Vorbild, seine ehrenamtliche Engagement weiterhin in unserer Gesellschaft, in die Familie weiterhin durchführen und auch schaffen. Amen. Wir halten die Fürbitten für uns, für unsere Familien, für alle Verstorbenen, besonders für den verstorbenen Bruder Heinrich Klaas. Guter Gott, in deiner Hand sind die Lebenden und die Toten. In dieser Gewissheit kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Wir bitten dich für unseren verstorbenen Heinrich Klaas. Schenke ihm Leben und Heimat bei dir. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Wir bitten dich für alle, die um diesen Menschen trauern. Tröste sie, wie nur du trösten kannst, und lass sie wieder Freude am Leben finden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Wir bitten für alle, die bald sterben werden, ob sie es wissen oder nicht. Mache sie bereit für die große Begegnung mit dir. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr.
Wir bitten für alle, die für Schwerkranke und Sterbende sorgen. Schenke ihnen die Kraft, die sie brauchen, und lass sie das Geheimnis des Lebens und Sterbens erahnen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich. Wir bitten für Lebende und Tote. Erfülle deine Verheißung und vollende, was du aus Liebe begonnen hast. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Gott, bist treu und deine Liebe hat kein Ende. Darum preisen wir dich in alle Ewigkeit. Zur Gabenbereitung singen wir das Lied 858 von guten Mächten treu und still umgeben. Barmherziger Gott, wir bringen unsere Gaben dar für deinen Diener Heinrich Klaas. In seinem Leben hat er an Christus, unseren Erlöser und Heiland, geglaubt. Darum sei ihm Christus auch ein gnädiger Richter. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalt, erfüllt sind die Himmel und die Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an Heiland Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Wir beten gemeinsam. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes. Gebe uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele. Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr, bei deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist unser Vater.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir haben das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert für unseren Bruder Heinrich. Führe ihn vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Zum Schluss dieser Eucharistiefeier singen wir 535. Segne du Maria,